Mir tut heute alles weh, Leute. Ich war wandern nach ewig langer Zeit mal wieder und das merkt man. Aber das macht gar nichts, das lasse ich mir nicht nehmen, mit euch heute so richtig lecker Brot zu backen, denn zum Bäcker gehen kann ja jeder. Und Bier trinken auch, weil das kippen wir uns dann nämlich heute rein. Und dazu müssen wir es erstmal ein bisschen erwärmen. Aua, Mensch, jetzt ist es auch zu heiß, Leute. Ach Mensch, ich hab gesagt, erwärmen und nicht so heiß erhitzen. Denn ihr wisst ja Bescheid, die muss ja immer in warme Flüssigkeit, die Hefe, wenn es zu heiß ist, verbrennt sie. Und dann geht da nichts mehr auf, ne? Ah ja, jetzt ist abgekühlt, jetzt ist es richtig schön warm. Und jetzt können wir dann unsere Hefe bröseln. Und die lese ich auch gleich hier mit der Hand drin auf, ne? Weil dann weiß ich nämlich, die Flüssigkeit ist handwarm. Weil wenn sie das nicht ist, dann lasse ich die Hand auch nicht drin. Dann kommt noch ein bisschen Honig dazu. Und dann auch schön untermischen, ne? Und zwischendrin natürlich auch mal die Hände waschen. Und weiter geht's mit unserem dolle Mehl. Da habe ich ja 550er Weizenmehl und ein Dinkelmehl. Ich schreibe euch ja das genau alles immer in der Videobeschreibung. Und das mischen wir uns jetzt ein bisschen zusammen mit ein wenig Salz. Und dann alles ein bisschen miteinander unterhebe. Und jetzt geht's schon ab in die Schüssel. Und jetzt geben wir langsam unser Bier-Honig-Gemisch und da rühren dazu. Bisschen handwarmes Wasser mit rein, dass sich der Teig auch schön löst vom Rand. So, fertig ist der schöne Teigbatze, guck, und der löst sich auch total super dann vom Rand. Und ich komme immer nicht klar mit meinen Hagedorn, ne? Und den müssen wir jetzt noch eine Stunde am warmen Ort gehen lassen. Schau doch mal hin, wie schön der Teig gegangen ist. Es ist so richtig schönes, fluffiges Brot. Guck mal, da mache ich immer einmal so, guck mal. Herrlich. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen die Arbeitsflasche mehlen, ne? Und dann hauen wir uns den da drauf und dann wird er nochmal so richtig durchgeknetet. So. Und das reicht auch schon. Und dann drehen wir den jetzt einfach so, guck mal, zu so einem schönen Ball, wenn der so ein bisschen Oberflächenspannung hat, und ziehen das immer so ein bisschen rüber. Und dann wird das so richtig lecker. Und das riecht echt total nach Brot. Nach Bier. Auch. Einmalig hier, du. Und dann habe ich hier noch so was Tolles. Guck mal, das ist ein Gärkörbchen. Das habe ich schon auch ein bisschen sehr schön und ordentlich ausgemehlt, ne? Damit unser Brot nicht hängen bleibt. Weil da drin muss es nämlich jetzt noch ein bisschen gehen. Und dann kriegt ihr auch eine super tolle Form. Mensch, du, ich kann euch sagen, ich verlinke euch das nochmal unten. Dann sieht's richtig toll aus, das Brot. Jetzt noch ein bisschen Mehl oben drüber und noch ganz zärtlich ein bisschen einreiben, ne, dass er auch nicht hängen bleibt, der kleine Kerl. Und dann, warte mal, komm her, du. Und jetzt geht er dann da noch Kopf über in die Körbele. Ach, schön, Mensch, wie in der Bäckerei. Und so lässt man jetzt noch mal eine halbe Stunde ruhen. Jetzt heizen wir auch gleich den Ofen vor auf 220 Grad Ober- und Unterhitze und unten kommt das Schälchen Wasser mit rein, wegen der Feuchtigkeit im Ofen. Gucke mal, wie schön der aufgeploppt ist da in sein Körbele. Einmalig der Kerl. Und jetzt muss er natürlich auf ein Blech, da habe ich so geriffelt, da kommt nämlich auch von unten schön die Hitze ran, ne? Da tun wir uns jetzt noch mal ein Backpapier drauf und das tun wir ordentlich einmehlen noch, gell? Und jetzt tun wir es ganz schnell stürzen. Wow, ist das nicht herrlich, kann ich euch sagen. Und jetzt tun wir es nochmal ordentlich einmehlen hier richtig. Und jetzt kriegt es noch so einen richtig schönen Kreuzschnitt. Und dann geht's schon ab in den Ofen. 40 Minuten war es jetzt bei 220 Grad im Ofen. Jetzt drehen wir es nochmal runter auf 200 und dann geht's nochmal eine Viertelstunde weiter. Herrlich, wie das duftet. Und jetzt wollt ihr natürlich sehen, wie das innen aussieht, ne? Ich kenne euch doch. Hört ihr das? Jetzt schau mal hier, wie schön weich das innen ist und außen knusprig. Ciao, macht's gut.